Hallo zusammen, heute zeige ich euch die Powerstation Go Zero Yeti 1000 Lithium. Alles, was ich euch darüber erzähle, gilt auch für die Yeti 1400 Powerstation, da diese grundsätzlich baugleich sind. Fangen wir gleich mal mit den Unterschieden an. Zum einen ist die Yeti 1000, die wir hier sehen, 18 Kilogramm schwer und bietet 1045 Wattstunden. Die Yeti 1400 wiederum wiegt 20 Kilogramm, bietet jedoch 1425 Wattstunden, ist jedoch dann auch rund 10 cm größer gebaut. Die Anschlüsse bei beiden sind identisch und am besten fangen wir mit diesen an. Links von euch gesehen haben wir die Eingänge, und zwar haben wir hier den 8 mm Eingang, den Go Zero benutzt, um Solarpanel oder auch Netzteile anzuschließen, und zwar mit maximal 120 Watt Eingangsleistung. Und hier haben wir noch den Anderson-Stecker, der bis zu 360 Watt verträgt. Weiter haben wir hier die Ausgänge hier unten, und zwar zum einen die 12 Volt Ausgänge, den Zigarettenanzünder, den proprietären 6 mm Ausgang bzw. zwei davon, und auch einen Anderson-Ausgang, der auch 12 Volt hier in diesem Fall bietet. Und jeder dieser Anschlüsse kann mit bis zu 120 Watt belastet werden. Weiter haben wir hier die 4 USB-A-Ausgänge, die je 2,4 Ampere ausgeben können. Und hier haben wir noch den Inverter mit einer Dauerbelastung von bis zu 1500 Watt und einer Spitzenlast von 3000 Watt. Diese Ausgänge bieten eine reine Sinuskurve an, so dass alle Geräte damit problemlos funktionieren sollten. Hier oben haben wir das MPPT-Modul, den MPPT-Laderegler, den ich zusätzlich noch hier eingebaut habe. Auf diesen werde ich in einem späteren Video eingehen, doch nur mal um es vorwegzunehmen, dieser arbeitet rund 5 bis 12% effizienter als der eingebaute PWD-Regler. Weiter haben wir hier noch einen Netzanschluss, einen 230 Volt Anschluss, doch dahinter verbirgt sich nichts anderes als ein Standard Go Zero Netzteil, welches zwar mit 80 Watt spezifiziert ist, jedoch lädt es am Standardeingang hier hinten, hier drinnen, die Yeti mit um die 60 Watt. Schließt man das Netzteil zum Beispiel jedoch am MPPT-Regler an, so wird diese mit rund 70 bis 75 Watt geladen. Immerhin. Das Praktische ist, das Netzteil hat man immer mit dabei. Man kann es auch einfach ausstecken, hier vorne einstecken und so verwenden. Ist übrigens auch vorteilhaft, wenn man den Yeti länger so aufladen möchte, denn das Netzteil wird richtig warm, vor allem wenn die Klappe hier noch geschlossen ist. Ja, wird es nicht unbedingt angenehm für die Elektronik, doch stecken wir diese wieder ein. Sie wird hier eingehängt, sodass es von innen nicht verrutschen kann. Und so ist zum Beispiel auch das Stromkabel verräumt und es gibt noch ein bisschen Stauraum für andere Kabel. Doch nun zur Bedienung. Zum einen haben wir hier 3 Knöpfe hier, Units, Light und Info. Wenn ich Light drücke, geht das Licht aus, und wenn ich irgendeinen anderen Schalter drücke, geht es wieder an. Doch entsprechend kann ich es natürlich auch mit dem Light-Schalter einschalten. Bei den Units ist es so, dass ich hier unten links entsprechend die Einheiten durchschalte, die angezeigt werden. Jetzt sehen wir zum Beispiel die interne Batteriespannung von 12,5 Volt. Das ist übrigens grundsätzlich auch die Spannung, die hier ausgegeben wird an diesen Anschlüssen, denn diese sind nicht geregelt. Sprich, wenn der Akku nur noch, sagen wir, 30% hat, ist er vielleicht bei 10,8 Volt, dann werden hier nur noch 10,8 Volt ausgegeben. Es gibt Abhilfe dafür, ein entsprechendes Zubehörteil, doch auch auf dieses werde ich in einem separaten Video eingehen. Wenn wir hier nun bei den Einheiten weiterschalten, sehen wir die Ampere, die ausgegeben werden.
und die Watt, die ich persönlich natürlich viel interessanter finde, weil die Ampere, ja, ist das eine, aber die Leistung ist schlussendlich auch von der Spannung abhängig. Und wenn die abfällt, steigt entsprechend die Amperezahl und sonst bringt es nicht viel. Wenn wir noch einmal drücken, dann sehen wir die Wattstunden, die hier bereits ausgegeben wurden, seit dem letzten Reset. Ich werde gleich so einen Reset durchführen, damit wir gleich mal nachher schauen können, wenn wir ein paar Geräte hier anschließen, wie viel Leistung wir hier gezogen hatten. Dafür bleibe ich einfach auf dem Unit-Schalter drauf für ein paar Sekunden. Der Bildschirm resettet sich auch interessanterweise und wir sind wieder bei 0. Ich schalte doch nur mal weiter auf die Watt. Dann weiter der Infoknopf, der zeigt mir entweder hier oben rechts die Ladekapazität an, also 100% in dem Fall, oder wie lange es noch dauert, bis die Powerstation leer ist beim aktuellen Stromverbrauch. Das werden wir dann entsprechend später sehen. Und wenn ich nochmal drücke, sehen wir wieder die Ladekapazität. Dann weiter haben wir hier pro Ausgangsgruppe 12 Volt, USB und 220 Volt je einen Ein- und Ausschaltknopf. Wir sehen auch mit einer LED jeweils, ob die Ausgänge aktiv sind. Und wenn nicht, dann wird entsprechend kein Strom hier ausgegeben, auch liegt keine Spannung an und sonst eben schon. So kann man relativ gut steuern, welche Geräte aktuell geladen werden sollen, auch wenn man sie gar nicht umsteckt. Interessant oder wichtig zu wissen ist, dass wenn man die Inverter einschaltet, dass der Verbrauch schon mal spitzenartig ansteigt und dann wieder fällt auf rund 6-7 Watt. Dies liegt darin, dass die Inverter schon im Leerlauf Strom verbrauchen. Das ist baubedingt so. Doch die kann man entsprechend wieder abschalten und schon ist der Verbrauch wieder bei 0. Ich möchte euch noch etwas zu den Ladezeiten sagen. Die habe ich mir hier notiert auf meinem Spickzettel. Und zwar ist es so, dass wenn die Yeti 1000 leer ist und man sie mit dem Netzteil, das hier mit dabei ist, aufladen möchte, es ungefähr 18 Stunden dauert, bis sie voll ist und die Yeti 1400 sogar 25 Stunden braucht die, um wieder voll zu sein mit dem Netzteil, das dabei ist. Wenn man dann ein 100 Watt Panel anschließt, gibt GoZero eine Ladezeit der Yeti 1000 von 16 bis 40 Stunden an und die Yeti 1400 sollte 28 bis 56 Stunden brauchen mit einem 100 Watt Panel, um wieder vollständig geladen zu sein. Nun, erfahrungsgemäß sind das eher vorsichtige Zahlen, die GoZero hier angibt. Und zum anderen ist es so, dass man so einen Lithium-Akku möglichst selten unter 20% entladen sollte, um die Lebensdauer möglichst aufrecht zu erhalten. GoZero gibt selbst eine Ladenzyklenanzahl von 500 an, bis die Speicherkapazität der Akkus auf 80% sinkt. Doch nun würde ich sagen, genug geredet. Lassen wir mal die Powerbank für sich sprechen und machen ein bisschen Action. Und zwar habe ich hier ein paar, vor allem 220 Volt Geräte mitgebracht oder bereitgestellt, die ich euch zeigen möchte. Ich schalte mal den Inverter an. Ich habe hier ein Sony-Netzteil für meine Kamera-Akkus und wir sehen Leerlauf 6 Watt. Wenn ich diesen jetzt hier anschließe, hoffe ich, sieht man es, geht es einen Moment, bis der Laderegler den Akku entsprechend ausgemessen hat. Wir sind bei 22 Watt. Wenn ich hier nun den Infoknopf drücke, dann sehen wir, dass die Powerstation für, ja, jetzt geht die Zeit sogar hoch, für 44 Stunden genug Saft bietet, um den Akku bei entsprechender Last im Moment weiter aufzuladen. Wir sind jetzt im Moment sogar bei knapp 45 Stunden. Wenn wir nun etwas weiter gehen, dann habe ich hier einen handelsüblichen Mixer. Man muss bedenken, wenn Küchengeräte unter Last sind, sprich im Teig drin oder wie auch immer, dann gibt es entsprechend mehr Last und wird auch entsprechend mehr Strom verbraucht. Wenn wir diese nun einschalten, auf der ersten Stufe sehen wir 75 Watt,
Und ich erhöhe einfach mal auf die höchste, dann sehen wir die Wattzahl, nur wird man mich wahrscheinlich kaum noch verstehen. Ja, knapp 100 Watt. So knapp 100 Watt und ja, hatte noch rund 13 Stunden Laufzeit angezeigt für das Gerät bei diesem Stromverbrauch. Was eigentlich mathematisch nicht ganz aufgeht, sollten rund 10 Stunden sein, aber gut, schauen wir mal weiter. Nun habe ich hier einen Lüfter mit Heizfunktion mit dabei. Wenn wir diesen nun hier anschließen, uiuiui, jetzt geht es da schon los, wir sind zu früh. Dann werden wir natürlich ganz andere Lasten sehen. Zum einen Leerlauf wieder knapp 7 Watt, Entschuldigung. Und gut, der Akku ist immer noch 100% geladen. Schalten wir wieder auf die Restlaufzeit an, was übrigens bei ja, knapp 100 Stunden liegt im Leerlauf vom Inverter. Jetzt schalte ich mal diesen Heizlüfter nur auf die Lüfterfunktion ein. Ohne Heizen sind wir bei 27 Watt, 25, überhaupt kein Problem. Laufzeit 60 Stunden, 57, 55, 54, pendelt sich bei rund 50 Stunden an. Die erste Heizfunktion, und wir sehen 780 Watt, 1080 Watt, jetzt knapp 900 Watt. Laufzeit knapp 2 Stunden und wir werden bald die Ventilatoren hören, die jetzt eingesprungen sind. Und zwar gibt es auf dieser Seite 2 Ventilatoren, die die Luft ansaugen und auf dieser entsprechend wieder 2, die die Luft rausblasen, um einfach den internen Akku schön kühl zu halten. Wir sehen, die Last liegt bei 730 Watt, Laufzeit 1,4 Stunden. Nun werde ich auf die zweite, die höchste Stufe von diesem Heizventilator gehen. Dieser ist übrigens mit 1500 Watt spezifiziert, entsprechend so gekauft, dass er den Yeti nicht überlastet. Und wie wir sehen, 1660 Watt im Moment, 1570. Wie gesagt, die Spitzenleistung ist mit 3000 Watt angegeben, bis etwa 30 Sekunden. Doch wir sehen nun, die Last liegt bei 1420 Watt plus minus und die Yeti Power Station, die Yeti 1000, vermag diese Leistung für etwa 0,7 Stunden zu erbringen, also knapp 3/4 Stunde. So, wie wir hören, die Ventilatoren laufen noch, doch die haben sich soeben schon wieder abgeschaltet. Das funktioniert sehr gut hier, nur wenn sie gebraucht werden, springen sie auch an. Weiter habe ich hier eine Kapselkaffeemaschine bereitgelegt. Wow, ist alles halt ein bisschen groß, nicht? So, die Marke spielt ja hier jetzt keine Rolle. Ich stecke sie an. Ob jetzt dieser oder der andere Anschluss spielt keine Rolle, die Leistung bezieht sich auf beide zusammen als Summe. Gut, interessant ist, die Kaffeemaschine verbraucht schon etwa 6 Watt im Leerlauf, obwohl sie gar nichts macht. Gut, schalten wir sie nun ein und dann wird schon mal der Heizkörper vorgeheizt. Und das ist eigentlich das Interessante. Jawohl, 1300 Watt werden hier jetzt nun gezogen. Genügt natürlich nicht für lange, die Zeit geht entsprechend schnell runter. Jedoch und die Ventilatoren kommen schon wieder hoch. Jedoch wird so eine Leistung natürlich nicht lange gebraucht, denn die Kaffeemaschine heizt sich ein paar Minuten auf, sollte gleich wieder runtergehen. Ist schon passiert auf 20 Watt. Und dann braucht man sie entsprechend für den Kaffee selbst, um diesen zuzubereiten. Und es dauert ja ein paar Minuten, darum ist es überhaupt kein Problem. Schalten wir diese wieder aus und nun habe ich ein Gerät bereitgelegt. Ich schaffe es. Ich will nicht so fest rütteln, da die Kamera sonst da herumwackelt wie jetzt. Ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden. Ich habe nun noch ein Gerät
bereitgelegt, dass ein Inverter überlasten wird. Doch sehen wir mal, was passiert. So, und zwar habe ich hier einen Wasserkocher bereitgelegt, der etwas schräg liegt, aber spielt jetzt keine Rolle. Stecken wir diesen hier rein. 100 Grad. Und jetzt mal schauen, was passiert. Bam, wir sind bei 1930 Watt. Ja, die Powerbank, die Yeti, streikt noch nicht, 1900 Watt. Das Wasser fängt an zu kochen, wie man vielleicht hört. 1900 Watt, wir sind klar über den 1500. Mal schauen, was passieren wird. Ja, die Yeti schlägt sich nicht schlecht. Also wenn nicht zu viel Wasser drin wäre, würde es bald anfangen zu sieden, behaupte ich mal. Immer noch 1800 Watt, also 1870 sogar, würde für eine halbe Stunde genügen. Schon 0,4 Stunden, sind immer noch 1900 Watt. Der Wasserkocher heizt das Wasser immer noch auf. Jetzt bin ich selbst überrascht, ehrlich gesagt, dass es so lange geht, bis die Yeti streikt. Was nun passiert ist, ist nicht viel. Die LED hat auf Rot gewechselt. Ich kann hier den Anschluss ausschalten, wieder einschalten und schon sind wir wieder im Spiel. Sprich, keine Sicherung austauschen, nichts. Gut, räumen wir das wieder weg. Schalten den Inverter aus. Oh, ist wirklich schön, schon richtig warm geworden. Gut, was die Eingänge angeht, so werde ich auf diese beim Solarpanel-Test eingehen. Und zwar auf diese internen hier, wie auch auf den MPPT-Regler, der doch recht interessant ist, nicht ganz günstig, aber meiner Meinung nach lohnt sich dieser, vor allem wenn man Solarpanel verwendet und das Wetter nicht immer ideal ist. Und ebenso wird es noch etwas Zubehör geben, wie ein Autoladegerät, um den Yeti im Auto während der Fahrt aufladen zu können, wie auch eben wie schon erwähnt den regulierten 12-Volt-Ausgang. Vielleicht noch kurz, für was ich persönlich den Yeti, diese Powerstation verwende, wenn wir nicht unterwegs sind. Nun, wenn ich Videos wie dieses hier erstelle, da brauche ich ziemlich viel Licht. Ich lade auch meine Akkus immer wieder auf von den Kameras entsprechend, natürlich, auch das Mikrofon und so weiter. Und dafür verwende ich unter anderem diese Powerstation, sprich diese speist dann die Lichter an, die ich euch kurz zeigen möchte, und lädt die Akkus auf. Und sonst, wenn mal die Sonne scheint, lade ich diese über mein Solarpanel auf, so dass ich dann etwas grüner bin, auch wenn der Lithium-Akku natürlich relativ groß ist. Nur noch um euch zu zeigen, wie das Ganze hier bei mir aussieht. Hier ist das eine Licht, hier das andere, dann eine Kamera und hier noch ein etwas stärkeres Licht. So, ich hoffe, euch ist nicht schlecht geworden. So, das war's bereits für heute von der Yeti 1000 und eben 1400, die grundsätzlich baugleich ist. Vielleicht noch kurz, in dieser kurzen Zeit, als wir die Geräte da verwendet haben, vor allem die, die viel Leistung gezogen haben, haben wir insgesamt 68 Wattstunden verbraucht. Und das waren jetzt 4% an Batteriekapazität. Ja, ich denke, das stimmt nicht ganz von den Proportionen her, aber gut, der Akku wurde noch nicht so lange gebraucht, auch nicht oft und entsprechend aufgeladen, aber grundsätzlich stimmen die Werte. Über die Eingänge werde ich im Übrigen in separaten Videos eingehen, vor allem auch auf den MPPT-Regler und dann im Zusammenhang mit den Solarpanelen, dem GoZero Nomad 100 und dem GoZero Builder 100 Briefcase, die ich mir beide selbst geleistet habe. Übrigens alle Geräte, die ich euch hier vorstelle in meinem Kanal, die habe ich mir selbst gekauft, mir und meiner Partnerin.
Und das sind auch unsere persönlichen Erfahrungswerte, sprich es ist nichts gesponsert, wir wurden nicht gekauft, und so dass ihr unsere persönliche Meinung hört. Nun, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt uns doch einen Daumen hoch und abonniert unseren Kanal, um keines der weiteren Videos zu verpassen. Dafür schaltet unbedingt die Glocke ein in YouTube und dann könnt ihr euch auf weitere spannende und interessante Videos freuen. Tschüss zusammen.